Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es ist soweit. Wir starten mit der zweiten Hauptjury-Sitzung und mit dem großen Finale hier aus dem Pantheon in Bonn. Und ich sehe hier schon ganz viele der Gewinnerinnen und Gewinner des aktuellen Song Contests. Ich bin Jessica Schön und ich freue mich total auf den Abend heute. Ich glaube, wir werden richtig viel Spaß haben. Wir werden gute Lieder hören. Und alle, die hier sind ja im Prinzip auch schon Gewinner. Ihr seid Teil des neuen Albums, der neuen Runde. Und ja, ich glaube, das wird einfach großartig mit euch heute. Die Top 5 Finalistinnen und Finalisten, die heute hier sind, die haben, glaube ich, auch so ein bisschen Begleitung mitgebracht, oder? Ja, ein paar sind da. Und es ist ja ein internationaler Wettbewerb. Deshalb wird es heute auch immer so ein bisschen Deutsch-Englisch laufen, damit auch jeder was mitbekommen kann. An dieser Stelle, hello and welcome everybody from abroad who's watching the live stream right now. We're really happy that you can be with us, at least digitally for tonight. We will have the final round of the jury session tonight, so we will know who will win this year's song contest. Was erwartet uns heute? Ich erkläre es euch ganz kurz, und zwar werden die Top 5 Finalistinnen und Finalisten heute hier live nochmal ihren Song performen. Wir haben eine Jury hier, die genau bewerten wird, wie die Songs so waren. Es geht vor allem um die Botschaft und dann werden wir wissen, wer der aktuelle Gewinnersong ist. Es geht natürlich einmal um den Preis, um den 3., 2., 1. Platz, aber es gibt auch ein bisschen Preisgeld noch. Das heißt, der 3. Platz bekommt 2.000 €, der dritte kriegt 1.000 €, der 2. 2.000 und der 1. Platz bekommt ein professionelles Musikvideo. Wirklich am Filmset mit allem drum und dran, also das ist nochmal eine krasse Erfahrung. So tonight it is about the winner's song, of course, but we also have cash prizes. So the third prize will get 1.000 €, the second prize will get 2.000 €, and the winner will get a professional music video, which is pretty awesome. So yeah, we press the thumbs for all of you. Der Song Contest, das wisst ihr alle, wird organisiert vom Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und vom Engagement Global haben wir jetzt auch ein paar Grußworte an euch. Und zwar möchte die Leiterin der Abteilung Schulische Bildung, in der dieser Wettbewerb durchgeführt wird, euch natürlich auch nochmal herzlich willkommen heißen und Hallo sagen. So the head of the department of Engagement Global who organized this event, she will say hello, greet you all and say some pretty nice warm words to you. So please, a big round of applause. Herzlich willkommen, Frau Nicola Fürst-Schumacher. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche und liebe Gewinnerinnen und Gewinner und vor allem auch liebe Claudia von Commandelli vom BMZ, herzlich willkommen zur 4. Runde des Song Contests, zur 4. Hauptjury. Heute steigt das große Finale. Wir leben ja in ganz besonderen Zeiten und das merkt man leider auch heute, muss ich sagen. Die Pandemie lässt uns nicht los. Aber wir haben uns ganz, ganz große Mühe gegeben, alle 23 Gewinnerteams heute hierher zu holen, was nicht ganz geklappt hat. Es gibt einige Teams, gerade aus dem globalen Süden, die den Weg nicht hierher geschafft haben, weil die Visas, die Impfungen, der Zoll es nicht zugelassen haben. Aber wir grüßen Sie dennoch ganz, ganz herzlich. Das sind Gewinnerinnen und Gewinner aus Südafrika, aus Kolumbien, aus Burkina Faso, aus Malawi, aus Simbabwe, aus Ruanda und teilweise auch aus Deutschland, die nicht kommen konnten. Aber alle anderen, die heute hier sind, wir feiern heute Abend richtig. Und darüber freuen wir uns und sind auch unglaublich dankbar und happy, dass alle hier sein können. Vor allem, dass es die 5 Gewinnerinnen und Gewinner, die letzten Finalisten, geschafft haben, heute da zu sein und live zu performen. Und gerade wurde es auch schon gesagt, wir haben diesmal erstmalig einen Livestream, sodass alle Familien, Freunde zuschauen können und vielleicht auch so ein bisschen daran teilnehmen können, an dem schönen Abend, den wir hier heute haben werden. Dieses Jahr wurden 1/4 Songs mehr eingereicht als noch in der letzten Runde. Und das ist natürlich ein großer Erfolg. In einem mehrstufigen Juryverfahren wurden aus fast 600 Songs die 5 Finalisten und Finalisten von heute gekürt. Und das heißt ja auch, dass ihr, die heute hier sind, es geschafft haben, sich gegen eine Menge andere Menschen durchzusetzen. Und wir sind sehr froh hier im Pantheon auf dieser wundervollen Bühne und in diesem großartigen Ambiente, dass ihr gleich auf die Bühne kommt und
hoffentlich dann euren Eine-Welt-Song präsentieren könnt. Fest steht auf jeden Fall, dass auch alle anderen, die heute hier sind, und das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, weil hier im Publikum sitzen ja auch noch andere Gewinner und Gewinnerinnen, nämlich alle, die auch noch auf dem Album sind. Und für uns seid ihr natürlich alle große Gewinner und Gewinner der Herzen, auch wenn ihr nicht hier auf der Bühne steht und euren Song live präsentieren könnt. Aber wir hoffen sehr, dass ihr das bald könnt und dass wir demnächst ein großes Festival feiern werden. Der Eine-Welt-Song wird zusätzlich die Hymne des Schulwettbewerbs für Entwicklungspolitik und dessen 10. Runde begleiten. Und damit kommen eine Menge Dinge auf euch zu. Der Schulwettbewerb ist nämlich ein großer Wettbewerb für alle Schulen und Schulen in Deutschland. Und der Song, der heute den ersten Preis gewinnt, der wird beispielsweise in die Warteschleife von Engagement Global gelegt und tagtäglich fast 2 Jahre lang gehört. Und ihr könnt mir glauben, es rufen eine Menge Leute bei Engagement Global an. Musik ist die Sprache der Welt. Sie wird überall verstanden, unabhängig von der Kultur, von Religion, von Nationen. Und deshalb ist es uns so ganz besonders wichtig, dass ihr jungen Menschen uns über eure Gedanken und Ideen zu globalen Themen, dass ihr euch damit auseinandersetzt und sie uns mitteilt. To all international participants and winners who are watching us right now, we are glad you expressed your thoughts and created such wonderful songs and will add to diversity on the next album. Thank you very much for your commitment and to the One World Song. Die jungen Menschen hier und im globalen Süden haben wichtige Botschaften und wir möchten mit diesem schönen Projekt euch Jugendlichen eine Stimme geben, eine Plattform geben, denn wir denken, dass es wichtig ist, dass eure Botschaft gehört wird. Und so verstehen wir uns auch. Wir sind eure Mittler. Das Album wird bestimmt gut beworben, eure Songs werden überall gehört und wir hoffen sehr, dass eure Messages auch ankommen. Die Themen auch in diesem Jahr decken ein weites Feld ab, von Kinderarbeit, Ressourcenverteilung, sozialer Ungleichheit und vieles mehr. Ihr habt ganz klar verstanden, wo unsere Herausforderungen liegen und habt eure Gedanken, Wünsche und Ideen dazu in großartigen Musik und Texte gepackt. Danke euch dafür. Ein ganz besonderer Dank heute gilt aber auch den Jurymitgliedern, die heute Abend eine besonders schwere Aufgabe haben. Ich bin mir aber sicher, dass sie das ganz wunderbar managen werden. Und ich bin vor allem ganz froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, weil ich finde alle Songs großartig. Danken möchte ich aber auch den Coaches und den Patinnen und Paten, die im Vorfeld den Finalistinnen so großartig unterstützt haben, die letzten Tage, und sie auf diesen großen Auftritt heute vorbereitet haben. Und vielen Dank vor allem auch an mein Team, ganz stellvertretend hier Stefanie Schmiedel, die Projektleitung im Song Contest, die überhaupt das Ganze hier möglich gemacht haben. Danke dafür. Wir sind jetzt sehr gespannt und deshalb höre ich jetzt auch besser auf zu reden, denn das Finale soll jetzt mal starten und kann jetzt beginnen. Ich wünsche allen wirklich viel, viel Spaß und Freude heute Abend und dass wir gemeinsam das Eine-Welt-Fest und die Eine-Welt-Songs feiern werden. Also vielen Dank, bis nachher. Tschüss. Vielen, vielen Dank, Frau Fürst-Schumacher. Also die Moderationskarriere, die steht Ihnen auch noch offen. Das hat sie sehr gut gemacht. Sie hat tatsächlich auch schon sehr viel vorweggenommen, was heute Abend hier ansteht. Das heißt, ich kann es ein bisschen kürzer machen. Die Jury, die ist heute ganz besonders wichtig. Hier vorne sind auch schon Plätze, da werden Sie gleich Platz nehmen, denn Sie suchen genau diesen Song aus, den die Frau Fürst-Schumacher gerade beschrieben hat. Es geht um eine wichtige, starke Botschaft für alle jungen Leute auf der ganzen weiten Welt, dass wir uns zusammen stark machen für eine gute und tolle Zukunft. Und ich glaube, wir haben das echt in der Hand und wenn wir das zusammen versuchen, dann können wir das auch hinbekommen. So, I would like to introduce the jury now to you because they have a pretty tough job tonight. They have to choose the winner song and it's about a strong message. It's about a message that goes out to the young people all over the world to decide now what we can do to make the future a little better. So we're really excited to introduce the jury now to you. Ich hole Sie hier auf die Bühne, dann könnt ihr sie alle persönlich auch mal von vorne sehen. Und wir starten mit Klaus Schilling und einem Applaus von euch. Er ist der Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen. Hallo, herzlich willkommen.
the Federal Coordinator of the UNESCO Project Schools. Hallo Klaus, herzlich willkommen. Weiter geht's mit Rani Krisha. Er ist Musiker und Perkussionist. He is musician and percussionist. Herzlich willkommen, Rani. Schön, dass du da bist. Weiter geht's mit Polina Boyko. Sie ist die Spießer-Chefredakteurin. Es ist ihre zweite Runde hier schon. Herzlich willkommen, Editor-in-Chief of the magazine Spießer, Polina Boyko. Hallo, schön, dich nochmal zu sehen. Außerdem mit dabei in der Jury ist Silke Bell. Sie ist die stellvertretende Berichterstatterin der Kultusministerkonferenz, Deputy Reporter of the Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs. Hallo Silke. Und last but not least, hier ist Issé Ventois. Er ist Musiker, Produzent und vor allem auch Afrika-Sonderpreisgewinner 2015. Hi Issé. So we have Issé, last but not least, he's singer, producer, and he's the winner of the Special Africa Prize that we had in 2015. Schön, dass ihr da seid. So, liebe Jury, ihr habt alle eure Mikrofone dabei, kommt gerne noch einen Schritt ins Licht. Das wäre sehr schön. Silke, ich fange einfach mal mit dir an. Was erwartest du dir von heute Abend? Ich erwarte mir 5 großartige Songs, auf die ich gespannt bin, die ich genießen möchte und aus denen ich mir auch Motivation hole, meine Arbeit weiterzumachen, für die Zukunftsfähigkeit. Denn mit und für den jungen Menschen genauso läuft's. Ja, das stimmt. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da bist. Polina, deine zweite Runde. Letztes Mal waren wir noch Kolleginnen in der Jury. So ist es, Du genau. bist also erfahren. Was möchtest du den Teilnehmenden heute noch mitgeben für heute Abend? Oh, was möchte ich mitgeben? Ich möchte vor allem Spaß mitgeben. Also habt Spaß. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Wir freuen uns zu hören, was ihr uns zu erzählen habt. Seid ihr selbst und ja, bringt euren Song hier erstmal in diesen kleinen, vertrauten Kreis, über den Livestream auch zu den Zuschauern und dann perspektivisch auch in die Welt. Ne? Es ist der eine Weltsong-Kontext. Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Vielen Dank. Genau. Klaus, ich leite gleich weiter an dich. Was muss denn dieser eine Weltsong haben für dich persönlich? Spirit. Er muss mich bewegen, er muss was rüberbringen, er muss uns nach vorne bringen, er muss uns zeigen, da ist ein Ziel, da ist eine bessere Welt möglich und nicht die Augen verschließen vor dem, was uns jetzt auch bedrückt. Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Auswahl heute Abend hier. Ich sehe, du bist ja selber auch Gewinner gewesen vor ein paar Jahren. Das heißt, wer kann besser Tipps geben als du? Was wünschst du den Kandidatinnen und Kandidaten für heute Abend? Ja, also ich weiß, es ist Aufregung dabei, aber einfach an sich glauben und ich sage mir, es ist nicht das Weltende und was ihr als Themen auf die Bühne bringen wollt, macht das einfach, genau, und bleibt positiv und sicherlich wird alles gut ausgehen. Du bringst die positiven Vibes hier auch heute Abend rein. Vielen Dank dafür. Rani, warum unterstützt du den Song Contest? Also ich finde es großartig, dass sowas möglich ist und dass junge Menschen genau gerade so eine Botschaft tragen durch ihre Texte und natürlich umgehüllt von der Musik. Und ich möchte halt einfach heute Abend hinsitzen und berührt werden. Das ist das Wichtigste als Musiker für mich, ist immer die große Frage, berührt es mich, ja oder nein? Aber ansonsten, ich wünsche allen viel Glück und die sollen das an erster Stelle primär für sich machen, für ihren eigenen Herz und wenn die da für sich singen, dann kommt das schon rüber. Vielen, vielen Dank. Wow, was hast du für eine Stimme. Okay, ich bin auch berührt. Einen riesengroßen Applaus für unsere Jury. Nehmt gerne Platz auf euren Stühlen. Vielen Dank. Nehmt gerne Platz auf euren Sesseln. Ihr könnt gerne weiter applaudieren, bis sie sitzen, dann freuen sie sich. Tolle Jury. So, ihr Lieben, nehmt bitte Platz, denn wir legen auch gleich los. Ich freue mich total, dass ich jetzt loslegen kann und euch die ersten beiden Musikerinnen von heute Abend vorstellen kann. Sie sind das einzige Duo, das wir heute Abend haben und sie sind auch noch die Jüngsten. Es wird immer so ablaufen, dass wir zuerst einen kleinen Film sehen werden, in dem sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kurz vorstellen oder über den Song sprechen und danach werden sie auf die Bühne kommen und live performen. Und wir brauchen wirklich eure Unterstützung hier. Wichtige Info an alle, auch vor allem zu Hause. Wir sind hier alle geimpft und zusätzlich getestet. Das ist eine wichtige Info, die ich loswerden muss in der heutigen Zeit.
So, in English again, we will start right now. For everybody who's interested in that, we're all vaccinated and tested, so all will be safe tonight. We will start with the first two musicians. They are the only duo of tonight and the youngest ones. And for every song, it will be like this. We will have a short video clip about them, about their song, so they can introduce themselves. And after that, they will get on stage and perform their song live over here. Also, der erste Film geht um diese beiden, um Emily und Lone. Film ab, bitte. Ich bin Lone, ich bin 10 Jahre alt und wohne in Freiburg. Ich bin Emmylou, ich bin 10 Jahre alt und wohne auch in Freiburg. Ich singe irgendwie schon immer. Ich auch. 5 Jahre alt war ich da habe ich angefangen Klavier zu spielen. Und die erste Band hatte ich jetzt so mit Emmy, hatten wir in der 2. Klasse. Ich habe lange Flöte gespielt, bis ich 8 war. Und seit ich 8 bin, habe ich dann Schlagzeug gespielt. 1, 2, 3, 4. Emmy hat einfach mal irgendwas auf dem Schlagzeug gespielt und ich habe einfach eine Melodie gesungen und die erste Strophe, die jetzt auch in unserem Song ist. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und einfach mal geschrieben und versucht, unseren Song gut zu machen. Wir haben nie so ein richtiges Lied geschrieben, mit dem wir was erreichen wollten, mit dem wir Menschen umstimmen wollten. Die anderen waren eher so aus Spaß, eben einfach, weil wir Musik sehr mögen. In unserem Song geht es eigentlich um Menschen auf der Flucht, weil wir haben oft Bilder gesehen, dass zum Beispiel Flüchtlingscamps abgebrannt sind und sie mussten ja schon fliehen von zu Hause und dann in ihrem einzigen Zuhause, was eigentlich nicht mal zu Hause ist, das brennt dann auch noch. Wir haben es versucht, uns da hineinzuversetzen, uns vorzustellen, wie das ist für die Menschen, die eben fliehen müssen oder kein Zuhause haben und sie haben noch nicht mehr jetzt die wichtigsten Sachen wie Essen, Trinken oder Kleidung oder überhaupt ein Dach über dem Kopf und das Gefühl einer Sicherheit. Dann habe ich halt versucht, mit Emmy in diesem Song halt das deutlich zu machen. Wir wollen mitgeben, dass wir vor allem zusammen das schaffen müssen, weil es kann nicht sein, dass es immer so bleibt, dass Menschen kein Zuhause haben oder nicht die 5 wichtigsten Sachen haben. Wie wäre es denn, wenn wir in der Lage wären, wie die Flüchtenden? Aber es müssen alle was dazu beitragen, wenn auch nur eine kleine Sache. Ja, dass man einfach versucht, dass dieses Verhältnis gleich ist. Dass wir alle eine Welt sind und dass wir dadurch auch zusammengehören. Wir können es nur zusammen schaffen. Die beiden sind die allerersten auf dieser Bühne heute Abend. Deshalb unterstützt sie bitte unbedingt. Emmylou und Lone singen den Song Ohne ein Zuhause. They are the first ones tonight singing here live. So please welcome Emmylou und Lone with Without a Home. Viel Spaß.
Emmylou und Lone! Euer Applaus, genießt den Moment. Kommt gerne ein Stückchen vor zu mir. Einmal kurz durchatmen, geschafft. Ja. Wie fühlt ihr euch? Wie war es denn? Ja, es war schön, aufregend. Aber es ist ganz cool hier auf der Bühne, oder? Ja. Okay, so she says they were pretty excited, but they liked it here on stage. Erzähl mal kurz, ihr habt im Video schon drüber gesprochen, aber wie ist denn unter euch die Idee entstanden zu eurem Song? Die Idee ist tatsächlich so entstanden, dass wir einfach auch durch Nachrichten oder Zeitschriften halt von den Lagen erfahren haben und das dann versucht haben, auch in unserem Song einzubauen. Ja, großen Respekt, dass ihr euch so viele Gedanken macht. Wolltest du noch was sagen? Ja, also mein Opa arbeitet auch bei einer Flüchtlingshilfe, wo die halt Flüchtlingen helfen. Und da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen drauf gekommen. Wie fühlst du dich, wenn du sowas hörst und liest? Also nicht gut, weil das zeigt ja, wie ungerecht das eigentlich alles ist. Ja, definitiv. So they were actually saying that they listen to the news and even their families work with refugees, and so they hear all the pretty sad stories and they were talking about that topic and made a song out of it. Richtig schön gemacht, ein sehr berührender Song. Als Start heute Abend für den Song Contest war das perfekt, finde ich. Und es wird jetzt immer so sein, dass ein Jurymitglied auf die Bühne kommt und kurz was zu dem Song sagt. In eurem Fall wird es der liebe Klaus machen. Klaus, komm gerne hoch zu uns. Schön gemacht, sehr, sehr schön. Danke, liebe Emmylou und liebe Lone. Das ist ein tolles Lied, was ihr uns geschenkt habt, was ihr mitgebracht habt. Ich bin berührt, weil ihr so eine Frage stellt. Es ist ein Song mit einer Frage und es ist eine harte Wirklichkeit, gerade wenn wir auch jetzt an die Grenzen denken, an die Menschen im Winter auf der Flucht, in Weißrussland, an anderen Orten. Aber ihr schafft es zart rüberzubringen und ihr habt es super gemacht. Wir gehören zusammen. Das bringt ihr rüber und ich finde, ihr könnt total stolz sein. Ihr könnt super stolz sein, dass ihr gemeinsam schon eine Band habt mit 10 Jahren. Das ist genial, ja. Also ich finde, Mädelsbands mit 10-Jährigen und mit Älteren, überhaupt Musik kann uns immer Power geben. Und deswegen hoffe ich, dass ihr einen ganz tollen Abend habt, dass es euch gut geht und dass ihr euch wirklich freut, was für ein tolles Lied ihr mitgebracht habt. Vielen Dank. Ja. Euer Applaus. Lieber Klaus, könntest du das kurz auf Englisch zusammenfassen? Soll ich? Ich kann auch übernehmen. Go ahead. Okay. Please. So he was actually saying that he or the whole juries loved your song because it's a strong message. It's amazing that you, at the age of 10 and 11, are an own band already, and that you stay for such a strong message to think about other kids in your age. And yeah, they're all pretty impressed. Sehr, sehr gut gemacht. Noch einen Riesenapplaus bitte für Emmylou und Lone und Klaus. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen und euch die anderen Auftritte anschauen. Das war schon mal ein super Start, finde ich. Wir machen genauso gut weiter. Und zwar kommen wir jetzt zum zweiten Act. Und das ist Malaika Wainwright. Sie kommt aus dem schönen Bayern. Und natürlich haben wir von ihr auch einen kurzen Clip, in dem sie sich vorstellt. So up next is our second act. Her name is Malaika Wainwright. She's from Bavaria. And here's the short video clip about her. Ich heiße Malaika, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in München. Mein Song heißt In a Dream und da geht es halt darum, dass man schätzen soll, was man hat. In a dream I woke up and the world had just changed overnight. In Hinblick darauf, dass viele Menschen sehr viel weniger haben. Manche Menschen können kaum überleben und ihre Familie ernähren und Behausung finden. Also geht es im Song über diesen starken Kontrast. We have picnics in a flower field, watching sunsets by the sea, while they are cold and hungry. Ich habe die Webseite gefunden und wollte auch darüber so einen Song schreiben.
Meine Mutter kommt aus Malaysia, aus Melaka und meine Großeltern und die ganze Zeit von meiner Familie, die wohnen alle in Malaysia oder ein paar in Singapur. Obdachlose Menschen sind in vielen Ländern, aber in Malaysia sind da halt überall obdachlose Menschen und sogar meine Großeltern, die haben auch in so nicht mal einem Haus gewohnt. Es ist eher etwas, das sie selber gebaut haben. Ich gehe auf eine gute Schule. Also für mich geht es immer weiter, aber für manchen ist es nicht so. Und sie müssen auch sehr viel härter arbeiten und haben nicht die gleichen Chancen wie wir. Mein Vater ist auch Musiker und als ich jünger war, hat er mir immer so Klavier und Gitarre vorgespielt und ich habe Interesse gezeigt, also hatte ich dann mit 4 Unterricht, Klavierunterricht, klassisch. Und danach habe ich mit Gitarre angefangen, als ich so 11 war. Als ich mich um ein Thema entscheiden wollte, habe ich so ein bisschen recherchiert, so was sind die großen Weltprobleme. Und ein großes war Gleichheit. Meine Botschaft ist, auch wenn wir alle sehr verschieden und von unterschiedlicher Herkunft sind und manche mehr haben und andere weniger, sind wir doch alle eine Welt. Wir müssen gemeinsam die vielen Probleme der Welt angehen, wie beispielsweise Hunger, sauberes Wasser und Hygiene, Armut. Diese Probleme müssen wir gemeinsam lösen, um wirklich zusammenzukommen und Frieden auf der Welt zu schaffen. So there's many problems that we'd have to solve to all come together and form world peace. Eine Welt bedeutet für mich, dass es halt keine zweite Welt gibt und wir sollen uns kümmern um die eine Welt, die wir haben, weil wir sonst keine zweite Option haben. Jetzt habt ihr unsere zweite Sängerin von heute Abend schon mal kurz kennengelernt und wir brauchen jetzt wirklich nochmal eure komplette Unterstützung. Also einen großen Applaus für Malaika Wainwright und In a Dream. Dream, I woke up and the world had just changed overnight. Last night the rain was pouring up till 4 in the morning, but now I don't see a cloud in the sky. But life's so full of clouds, now I'll just drift away, storm upon storm, doing every day. We are warm and dry, far from suffering. Well, I can hear the crying. Let the world sing. We have picnics in a flower field, watching sunsets by the sea, while they are cold and hungry, living in poverty. We fall asleep on movie nights, curled up by the fireplace. Our lives are full of moments that others never taste. We go to school, go to work, have weekends and vacations with our friends. Our lives are mapped out and it almost seems too easy. Nothing's left to chance over here. But life's so full of clouds, now won't just drift away, storm upon storm, doing every day. We are warm and dry, far from suffering. Well, I can hear the crying. Let the world sing. Well, I can hear the screaming. Wanna hear the world sing. We have picnics in a flower field, watching sunsets by the sea, while they are cold and hungry, living in poverty. We fall asleep on movie nights,
nights, curled up by the fireplace. Our lives are full of moments that others never taste. In a dream, I woke up and the world had just changed overnight. Malaika, dein Applaus. Wie fühlst du dich gerade? Erleichtert, dass es jetzt fertig ist, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch ein richtig schöner Song. Was wolltest du denn gerne mit dem Song so ausdrücken? Was wolltest du dir so von der Seele reden? Also in meinem Song geht es ja über so den Kontrast zwischen so arm und reich und halt the different living standards. Ja. Und also ich wollte halt to raise awareness und dass wir diese Probleme so lösen können. Und wenn wir alle, so, also in meinem Song geht es ja um so in a dream, Ja. also würden wir dann alle in the same living standards leben. Ja. Ja. Das stimmt, das kam auf jeden Ja. Fall rüber. And you did the perfect German-English translation Ja. on your own, so it's perfect. I don't have to do anything. Ich muss nichts machen. Super, Malaika. Ein toller Song. Ich möchte nicht in eurer Haut sitzen, liebe Jury. Jetzt kann ich mich schon nicht entscheiden, das waren erst 2. Aber Rani, du hast noch was Schönes zu sagen. Komm gerne auf die Bühne zu uns. Also die Malaika macht es mir sowas von leicht. Also ich bin erstmal Musiker, der Text und der Inhalt haben wir ja schon im Video schon mitbekommen und das hat auch Malaika uns auch übermittelt, aber zur Musik ist es ein Wahnsinn. Also viele wissen nicht, was es heißt, auf der Bühne zu stehen und zu performen, die Aufregung, das ist ein Wahnsinn. Also ich bin total stolz auf dich erstmal, wunderbar performt, die Intonation, die Töne zu treffen, ist nicht selbstverständlich und dazu, sich selbst zu begleiten in deinem Alter, das ist ein Traum. Und Rhythmusgefühl und Bühnenpräsenz, also wunderbar. Echt toll, danke. Wenn ich ein Plattenfirma wäre, würde ich das sofort unterschreiben. Oh, das ist richtig gut. Danke für diesen wunderschönen Song, danke. So we do it in English very quick. So what Rani actually said is that it is pretty amazing. As a musician, he can tell, standing here in front of an audience, playing an own instrument and singing about a message like that is pretty tough. So yeah, he would sign her if he could. Von daher richtig gut gemacht, Malaika. Wir sind sehr gespannt. Du darfst durchatmen, darfst dich auch zu den anderen Teilnehmerinnen schon mal hinsetzen. Rani, vielen Dank dir. Großen Applaus nochmal für Malaika. Ja, es wird nicht leichter, liebe Jury. Wir kommen nämlich jetzt schon zu dem dritten Teilnehmer und das ist der liebe Ben B. aus dem wunderschönen Hamburg. Er ist schon zum 3. Mal tatsächlich dabei beim Song Contest. Das ist möglich, solange man noch zwischen 10 und 25 Jahre alt ist. So the next artist on stage will be Ben B. He is from Hamburg and it's his 3rd time at the Song Contest. And yes, that is possible if you're still between 10 and 25 years old. Also, über ihn werden wir auch einen kurzen Film hören und dann wird er hier live performen. So first, we start with a short video clip about Ben B. Ich bin Benjamin Bagheri, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ich hatte einen Klavierlehrer und ich hatte die Noten bekommen und war ein Songtext drunter. Und dann dachte ich mir, okay, wieso singe ich nicht dazu? Einfach so, just for fun. Dann kam ich in eine Band. Wir sind dann auch Top 20 gekommen beim Eine Welt Song Contest, damals 2017, 18. Und danach habe ich dann angefangen, Solo-Musik zu machen. Und habe dann angefangen, Ideen zu haben, habe die Musik angemacht, also einen Beat angemacht, den ich gemacht hatte. Und dann habe ich mich hingesetzt und Überlegungen gehabt und habe den Song dann geschrieben, innerhalb von 2 Tagen. Die weiße Taube fliegt weg. Die weiße Taube steht für Frieden. Frieden fliegt weg.
Frieden ist nicht mehr da. Ich habe ja auch selber etwas Erfahrung mit schweren Lebenssituationen. Das war eine der Hauptinspirationen für diesen Song. Ich bin mit 9 aus dem Iran geflohen. Wenn du ein Kind bist, dann merkst du das nicht so hart. Es ist erst später, wo dir auffällt, was passiert ist und du darüber nachdenkst. Und ich habe versucht, dieses Negative zu nehmen und eine positive Aktion zu verursachen. Ich zeige den Leuten die Realität und ich hoffe, das führt zur Veränderung. Jeden Tag stehe ich auf und gehe zu dem Gerät und das nächste Baby stets wie ein lebender Magnet. Ich vergesse es immer öfter, mein Handy ist ein Diebenmörder. Es ist Krieg gefördert, Schießlöcher in vielen Körpern. Im Fachgeografie hatten wir eine Aufgabe bekommen. Da habe ich halt so einen Kurzfilm über Smartphones erstellt. Wie werden sie hergestellt? Wo kommen die Materialien her? Coltan und sowas. Und ich wusste das gar nicht. Mein Handy ist ein Arbeitsgerät, ich nutze das jeden Tag. Ein Vulkan des Leides, wie Coltan, Eisen, Aussagen dagegen, aber Taten kein. Ich spreche das Thema Krieg und Armut besonders an in meinem Song und allgemein diese Katastrophen auf dieser Welt. Aber wie Martin Luther King habe ich immer noch einen Traum. Seine Rede war ja I have a dream. Und ich habe das aufgenommen. Und wie er habe ich jetzt einen Traum, wo wir die Agenda 2030 nicht verhauen. Die eine Welt ist, finde ich, eine Welt. Menschen werden immer Konflikte haben. Es kommt nur darauf an, wie sie es lösen. Genauso wie wir immer Fehler machen. Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen. Nicht, dass wir die Fehler nochmal begehen, sondern aus denen lernen. Starke Botschaft auch in dem Song. His song is called The White Dove Flies Away. Riesengroßer Applaus für Ben B. mit Die weiße Taube fliegt davon. Jeden Tag stehe ich auf und gehe zu dem Gerät und das nächste Baby stets wie ein lebender Magnet. Ich vergesse es immer öfter, mein Handy ist ein Diebenmörder. SS-Kriege fördern Schießlöcher in vielen Körpern. Bei diesen Völkern, oh lieber Schöpfer, im Kongo müssen Kinder sterben. Gelten als minderwertig für meine Insta-Herzen. Bitte verhindert diese Schmerzen, gelitten bis zu Särgen. Menschen verschwinden für Ärzte. Ein Vulkan des Leides, wie Coltan, Eisen, Aussagen dagegen, aber Taten keine. Ich sehe zu viele Skelette, gute Menschen gefesselt an Armut, andere Menschen besessen von Geld. Viele vergessen, dass Menschen ein Recht haben auf Essen. Viele geben trotz dessen keinen Dreck auf diese Welt. Stell dir vor, Hitler würde Menschen was zum Kochen geben. Illegale Waffen in Mexiko waren kein Versehen. Sie Wunden, die nicht heilen, jede Sekunde Schläge von Peitschen. Ein Schuss durchs Herz, ein Fluss des Schmerzes, bis durch die Adern Menschen sterben. So viel Armut, so viele Kriege, die weiße Taube fliegt, wenn so viele Leichen, so viele Diebe, die weiße Taube fliegt weg. Besten surfen auf dem Meer voller Tränen von denen, die währenddessen untergehen. Titanic ohne Liebe. Das Leben retten muss geschehen, ohne dass Politiker den Segen Mangel geben. Wir müssen die Regeln unbedingt aus den Angeln heben, wie wir damals bei der Berliner Mauer den Fall erlebten. Zeit für die Rettung armer Seelen. Scheine fließen gut, doch wir trinken die im Elend und die heiligen Blut nehmen denen dann das Leben. Wie die Heuchler beim Landgrabbing. Für diese Ausbeuter sind Agrarflächen mit den Menschenleben Gambling. Junger Tod, voller Feind, sie spielen mit armen Herzschlägen, Hungersnot. Wegen Zahlen, die Grabber ersehnen, es wird Zeit runterzusehen, füreinander zu stehen. Denn ertrinken, denn ein Rettungsring zu werfen, Zeit weiterzugehen. Nicht wie Italien oder Malta, Corona als Ausrede nehmen. Stell dir vor, sich anstatt Raketen die Faust geben im Jemen. Alan Cody, starb hart, Nudi. Wenigsten geben einen echten Scheiß, aber zugleich stark für Peace. Sogar das Rettungsschiff mit seinem Namen wurde festgesetzt. In Italien lebende Menschen werden nicht wertgeschätzt. Sie Wunden, die nicht heilen, jede Sekunde Schläge von Peitschen.
Ein Schuss durchs Herz, ein Fluss des Schmerzes, fließt durch die Adern, Menschen sterben, so viel Armut, so viele Kriege. Die weiße Taube fliegt weg, so viele Leichen, so viele Diebe. Die weiße Taube fliegt weg. Corona ist nichts Neues, ich kenne diese Lasten. Da wo ich geboren wurde, tragen alle Masken. Gleichberechtigung auf der Welt ist Staaten ohne Warten. Wo ich geboren wurde, darf meine Cousine nicht mal Fahrrad fahren. Vor langer Zeit, Vergangenheit gab es noch Völkerschauen. Jetzt gibt es Spielfelder, wo sich zwei Seiten auf die Köpfe hauen. Kommunisten gegen den Westen, auf Kosten der Bewohner. Der Schmerz immer größer, mehr Tode, herzloser. Früher Korea, jetzt Syrien, das zerstört wird. Die Taliban in Afghanistan, Paris, Mörder in Christchurch. Wir brauchen keine Bomben, nur Rosinenbomber für arme Länder. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wir dürfen nicht mehr lange schlendern. Karl Peters Legacy ist noch immer da. Es ist noch nicht so offensichtlich, wie es immer war. Der grüne Kopf steht und er darf nicht geköpft werden wie Menschen in Ländern, deren Stimme nicht gehört. Aber wie Martin Luther King habe ich immer noch einen Traum, wo wir die Agenda 2030 nicht verhauen. Ich seh Wunden, in die nicht heilen. Jede Sekunde Schläge von Peitschen. Ein Schuss durchs Herz, ein Fluss des Schmerzes, fließt durch die Adern, Menschen sterben, so viel Armut, so viele Kriege. Die weiße Taube fliegt weg, so viele Leichen, so viele Diebe. Die weiße Taube fliegt weg. Super gemacht. Komm gerne noch ein Stückchen vor. Und, wie fühlt sich's an? Ja, gut, ganz gut. Ja. Du bist ja schon ein paar Mal hier gewesen. Ja. Was begeistert dich denn so am Song Contest? Diese Idee, einen Song zu schreiben und eine Message rüberzubringen, fasziniert mich immer. War schon immer so. Das merkt man auf jeden Fall. Du hast gleich mehrere Botschaften in deinen Song verpackt. Was ist dir so am wichtigsten? Was soll rüberkommen? Also die wichtigste Message? Also meine wichtigste Message ist, ich weiß, was es bedeutet, in schweren Zeiten zu leben, in schweren Umständen. Und ich weiß auch, was es bedeutet, gezwungen zu sein, alles hinter dir zu lassen. Und ich wollte diese Negativität aufnehmen und es ins Positive umwandeln, und den Menschen damit Hoffnung geben, dass das möglich ist. Das macht es bei dir sehr, sehr authentisch. Vielen Dank, Ben. Danke. Wirklich großartig gemacht. Du kannst gerne noch ein bisschen bei mir bleiben. Ich find's toll, wenn Sänger, Sängerinnen, Rapper einfach was zu sagen haben und das auch machen durch ihre Musik. Und deshalb finde ich den Song, ich feiere den sehr. So, the short English version, he said that he wants to tell everybody who has probably made the same experiences as he did, that they have to leave home. He wants to be like somebody who says you can do it. You can start all over and it's possible and we should all have a good life together. Wir haben auch für dich jemand aus der Jury, der gerne noch was sagen möchte. In dieser Runde ist es die liebe Polina. Komm gerne unter tosendem Applaus zu uns nach oben. Ich glaube, da hast du einiges zu sagen zu Ben und zu seinem Song. Oh, ich habe einiges zu sagen. Erstmal auch von mir. Einmal ein Check. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, weil zum einen ist in diesem Song einfach in jeder Strophe ist eine Message. Du hast in jeder Strophe entweder eine geile Metapher drin oder einen Vergleich, der wahnsinnig clever ist, oder einfach Kritik, die zwar brutal ist, aber auch so ehrlich. Und dann kommt dieser Gesangspart. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ist kurz die Luft weggeblieben, weil das so schön ist. Also wir suchen hier heute eine Hymne und das hat Hymnenpotenzial, aber sowas von. Also ganz, ganz großen Respekt von mir, auch wie du hier performt hast, diese Stimmung, diese Energie, die du rübergebracht hast, die so gefüllt ist von Wut, aber auch von Aufbruchsstimmung. Also wirklich, wirklich stark. Ist auch einer dieser Songs, den man immer öfter hören muss und dann immer noch mal mehr drin hört oder drin liest. Voll. Ne? Und auch jedes Mal noch mal auf den Text hört und noch was Neues entdeckt. Also wirklich, dass du das in 2 Tagen auch geschrieben hast. Wow. Ganz großen Respekt. Richtig, richtig stark. Danke dir. Aber nicht gehört. Das weiß ich sehr zu Hallo? Hallo? Ja. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das hat sich gelohnt.
it's really hard to translate that in English in a short version. She is just absolutely amazed and impressed about what you did in a few days. You have tons of messages, so yeah, you should listen all over again and translate the song. It's really worth it. Also von daher großen Applaus. Ben B. Die weiße Taube fliegt weg. Du darfst auch zu den anderen Teilnehmern gehen und die anderen Performances angucken. Vielen Dank, Paulina. Es geht auch genauso weiter, denn wir kommen jetzt zur 4. Finalistin und zwar ist ihr Name Anna Pilar. Ihr kennt schon den Ablauf, es wird ein kurzer Film gezeigt, da lernt ihr sie ein bisschen besser kennen. So up next is a short video clip about Anna Pilar. I'm just smiling because the friends of Ben are actually celebrating him. Also weiter geht's mit dem Videoclip zu unserer 4. Finalistin Anna Pilar. Ich bin Anna Pilar, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Mein Song heißt Minutes to Midnight. Erstmal geht es um Klimawandel. Es geht um das Gefühl, dass die Katastrophe kurz bevorsteht. Das ist eigentlich, was Klimaangst ausmacht. Es ist dieses eine Große, aber wir haben ganz Angst persönlich um uns und um die Menschen, die wir lieben. Und darum will man die Welt verändern. Ich mache Klimapolitik bei der SPD, schon seit ein paar Jahren. Und ich habe sehr viele verschiedene Perspektiven, die ich zu hören bekomme. Das fließt auch in meine Musik. Im Refrain gibt es diese eine Zeile, wo die Menschheit eigentlich dargestellt wird wie schlechte Partygäste. Also sind gekommen, haben sich schlimm benommen, haben die Bar leer getrunken, alles im Chaos hinterlassen. Und die Idee, die Menschheit so darzustellen auf dem Planeten, sozusagen, die kam beim Plakate basteln für den Klimastreik. Ich mache Musik eigentlich seit mir meine Eltern eine Gitarre gekauft haben, seit ich 12 Jahre alt bin. Ich habe sehr früh angefangen dann zu schreiben und zu versuchen, Songs zu schreiben. Ich habe als Sängerin mit der Big Band unserer Schule relativ viele Auftritte erlebt. Wir waren im Kosovo für ein Projekt, wo wir mit SchülerInnen einer Schule im Kosovo Musik gemacht haben. Musik bedeutet für mich eine neue Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, mit Menschen zu kommunizieren, Dinge weiterzugeben und Dinge zu verarbeiten. Beim Spazierengehen habe ich diesen Song geschrieben. Ich lief durch Berlin und habe mir die Stadt angeguckt und habe gehofft, dass sie noch ein bisschen bestehen bleibt. Ich habe von dem Wettbewerb erfahren durch eine Anzeige in der Berliner U-Bahn. Der Song Contest war ein Anstoß, diesen Song fertig zu schreiben. Und dafür bin ich sehr dankbar, für diesen Anstoß, neu darüber nachzudenken und mir nämlich noch einmal ranzusetzen, noch einmal zu sagen, okay, was fehlt da, was will ich eigentlich sagen? Wir müssen darauf achten, dass wir es gleichzeitig schaffen, unseren Planeten vor uns zu bewahren und gleichzeitig nicht andere Menschen dabei links liegen lassen und es auf dem Rücken derjenigen austragen, die sich nicht wehren können. Wir müssen das fühlen, wir müssen wissen, in was für einer gefährlichen Situation wir uns gerade befinden. Und wir müssen deswegen handeln. Wir schaffen das. Wir können uns auf uns verlassen. Und jetzt performt sie live bei uns. Sie ist unsere 4. Finalistin. Hier ist Anna Pilar mit Minutes to Midnight. Take my hand, don't wanna lose you when the crowd's this mad. I think we should read the room. This party's gonna end in tears.
Minutes to midnight, we're going too far. Show up uninvited and empty the bar. Now our home is on fire, and there's nowhere left to run. It's getting late. Soon we'll be left alone to fix this mess. Standing knee deep in the pools, and it's only getting hotter in here. Too hot to breathe. Minutes to midnight, we're going too far. Show up uninvited and empty the bar. Minutes to midnight, we're burning down the house. We set the fire, now we're breathing in the smoke. When this roof comes down, we'll have nowhere left to run. Okay, wow. Das ist das, was mir einfällt. Du fühlst dich schon auch wohl auf der Bühne, oder? Ich zittere immer noch. Echt? Man hatte sie überhaupt nicht angesehen, oder? Und angehört. Also, ihr könnt klatschen. Nein, das war wirklich ganz toll. Ein ganz schöner, ruhiger Moment hier auch gerade. Ich habe so gedacht, oh, wenn du ein Konzert spielen würdest, ich glaube, ich würde mir ein Ticket kaufen, weil ich es gerade so schön fand, den Moment. Und es ist nicht nur ein schöner Song, sondern du hast auch eine Botschaft verpackt. Was möchtest du, dass Menschen mitnehmen von deinem Song, wenn sie ihn hören? Es ist ein bisschen zerredet, aber dieses "Wir haben nur einen Planeten", das ist eigentlich, was dieser Song ausdrücken soll. Und wir haben nur diesen einen, wir sitzen alle drauf und liegt in unserer Hand, ihn zu retten. Das stimmt. Kurz und prägnant, aber genau so ist es. So I actually fell in love with her song. I love that song, and she said it's basically about just the one earth, one world. That's the only one we have, so we have to take care of it. Vielen, vielen Dank. Und wir haben auch aus der Jury jemand, der was zu deinem Song sagen möchte, und das ist die Silke. Komm gerne hoch zu uns. Ist gerade eine ganz schöne Stimmung irgendwie. Ja, liebe Anna, ganz herzlichen Dank erstmal für diesen wunderschönen Song. Ich bin selbst gerade noch ganz berührt von ihm. Wir haben ihn ja auch als Jurymitglieder gerade das erste Mal gehört und ich mag deine Metaphorik, ich mag dieses Bild. Wir als Menschen, als diese rüpelnden Partygäste, die da so viel zerstören, obwohl es so eine wundervolle Party ist auf diesem einen Planeten. Und du hast es selbst in deinem Video gesagt, wir müssen das fühlen. Wir wissen doch alle, dass es nur diesen einen Planeten für unser Leben gibt. Wir wissen das schon so lange. Und dennoch bleiben wir diese pöbelnden Partygäste. Und ich glaube, die Chance, uns da ein bisschen besser zu benehmen, ist es, zu fühlen. Und das hast du mit deinem Song so unglaublich gut umgesetzt. Und ich fühle es immer noch. Und ich glaube, jeder, der ihn gehört hat, hat ihn gefühlt. Und dafür
danke ich dir so herzlich für diesen wunderschönen Song. Ich bin berührt und ich glaube, jeder, der ihn hört. Vielen Dank, liebe Anna. Anna, das ist dein Applaus. Anna Wieler und Silke, danke dir. Ja, ihr habt bestimmt mitgezählt. Das heißt, wir haben 4 Songs gehört. Und das wiederum heißt, es bleibt nur noch ein Song übrig, liebe Jury. Und dann müsst ihr euch zurückziehen und die schwere Entscheidung treffen. Aber zuerst möchten wir noch den Song hören von Hari Su. Sie ist nämlich als Letzte bei uns dran mit ihrem Song Qui se lèvera. Ich weiß nicht, wie gut euer Französisch ist, aber ich glaube, das heißt so viel wie, wer will sich erheben, wer will rebellieren. So we have one last song on this stage tonight. It's from Hari Su and her song is French. It's called Qui se lèvera, which will mean something like who will stand up. First, she will introduce her and her song in the video, as usual. Hier kommt der Film also über Hari Su. Ich bin Hari Su, ich wohne in Freiburg, ich bin 26. Ich komme aus Madagaskar. Ich bin jetzt 4 Jahre in Deutschland und ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Das macht richtig Spaß, mit den Menschen zu arbeiten. Ich habe auch schon für diese Leute ein paar Lieder gesungen. Mein Song heißt Qui se lèvera. Ich rede über Madagaskar, was dort für Probleme gibt, Umwelt, Korruption. Wenn man über Madagaskar redet, da denkt man diese Trickfilm mit King Julian. Und dann nein, es geht nicht nur um den Trickfilm. Diese Lemuren, die findet man nur in Madagaskar. Es gibt so illegale Handeln von diesen Tieren, Lemuren, Schildkröte und viele machen Geld damit. Früher Madagaskar hieß Grüne Insel, aber mittlerweile die nennt jetzt Rotes Insel, weil all das Grün sind jetzt weg. Es sind so Bäume, damit man Möbel macht, aber die sind halt sehr teuer und die werden dann auch im Ausland verkauft. À cause de l'exploitation massive du sol. Wegen der massiven Ausbeutung der natürlichen Ressourcen gibt es viel weniger Regen und es wächst nichts mehr. Die Zebus haben nichts zu fressen und dann sterben auch die Menschen an Hunger. Les gens, ils meurent de faim aussi. Ich will, dass die Welt sieht, was in meinem Land passiert und dass endlich etwas geschieht. Dass alle Menschen gleich behandelt werden. Egalität, keine Reiche, keine Arme. Das wäre ja dann für mich so was richtig. Ich singe schon, seit ich klein bin, aber so richtig Lieder schreiben habe ich vor 10 Monaten ungefähr. Ich finde, ich kann mich besser ausdrücken durch Musik. Ich würde mich nie trauen, alles, was ich singe, so ganz normal zu sagen. Wenn ich ein Lied schreibe oder so, ich bin total offen. Ich schreibe einfach, was aus dem Kopf rauskommt. Ich bin mehr mutig, wenn ich singe. So, und jetzt ist es soweit. Ich weiß, ihr habt schon relativ viel geklatscht, aber jetzt nochmal, weil sie ist die Letzte jetzt auf der Bühne heute. Einen großen, großen Applaus für Hari Su und Qui se lèvera. Hari Su. Qui s'élèvera. Je me rappelle étant enfant, apprécier le son du vent, respirer à plein poumon, je me sentais tellement vivant. J'admirais toute cette beauté, tout près de moi qui m'entourait. Je me laissais emporter par la mélodie de la faune.
besoin d'être protégés. Tous ces oiseaux, les petits tortues, les lémuriens et les zébus partout dans le monde, ils sont connus, yeah. À présent, ils sont tués, ils sont chassés, menacés, enfermés, envoyés à l'étranger, yeah. À l'étranger, yeah. Et qui s'élèvera pour hausser la voix et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Tous ces braconniers, les personnes haut placées qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Qui oseront les arrêter, yeah. Mais non, attends, j'ai pas fini, ouais. Sur les terres de mon pays, de beaux trésors, ils sont enfouis, des bois précieux, ils sont aussi des biens précieux, des minéraux, des saphirs et des cristaux, yeah. Toutes ces richesses sont exploitées pour encore plus de blé. Nos belles forêts disparaissent, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, yeah. Et qui s'élèvera pour hausser la voix et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Tous ces braconniers, ces personnes haut placées qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Jusqu'à quand nous fermerons les yeux, nous détruisons nos biens les plus précieux. Il est temps d'ouvrir les yeux et un jour on vivra plus heureux. Mais qui s'élèvera pour hausser la voix et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Tous ces braconniers, personnes haut placées qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Harry, 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 Sue. Du gehst auf die Bühne, das ist ja der Hammer. Wie geht's dir? Also aufgeregt, immer noch. Ja. Aber ja, das geht. Sag mal, hast du einen Fanclub mitgebracht? Ich habe da hinten dran nur gehört, wer macht denn hier so Party? Das ist ja also stark. da habe ich alle meine Freunde Hallöchen! Hey everybody! Also direkt aus Freiburg und auf der anderen Seite auch Familie. Sehr, sehr schön. Ja. Weißt du was, Hadisu? Ja. You make me wanna speak French. Ich möchte Französisch lernen, wegen dem Vraiment. Song. Vraiment. Ich muss ein bisschen mehr üben. Ich übe mit euch nachher so ein bisschen. Was möchtest du mit deinem Song denn gerne weiterbringen? Ich meine, die Leute hören den, ich finde, der kann im Radio laufen, ich feiere den auch, obwohl ich nicht so viel verstanden habe. Aber was möchtest du denn auch rüberbringen textlich? Also ich wollte einfach den andere Seite von Madagaskar der Welt zeigen. Also man denkt immer so Madagaskar, Grün, Natur, Meer und so, aber jetzt sind noch Leute, die unter Armut leiden, die müssen ums Leben kämpfen und so. Ja, Korruption, Umweltprobleme, ja. Und dass endlich etwas gemacht wird. Deshalb, qui se lèvera? Genau. Wer macht was? Das habe ich verstanden, das habe ich übersetzt. So, she wants to speak up for Madagascar. She wants to tell people not only how beautiful the country is, which has its own problems, and yeah, that you have to do something against that and to help the country over there. Wir haben auch jemand aus der Jury, und zwar den Eze, der spricht sogar Französisch perfekt und er möchte auch was zu dir sagen. Eze, bienvenue! Je sais qu'actuellement il y a Corona, mais j'aimerais quand même te serrer. Ouais. De putain! Ouais, franchement, je suis vraiment très ébahi parce que c'est Frauenpower. Il y a la présence. Les thèmes que tu abordes, franchement, c'est avec. Tu es vraiment dévoué et on le sent. Et le contraste, c'est qu'on est venu vous voir dans les coulisses là et tu étais réservé, tranquille. Also, wir haben Sie in den Kulissen besucht und ich fand Sie erstmal schüchtern, aber auf der Bühne eine andere Nummer, wirklich. Ich bin komplett geflasht.
Und genau, in dem Song geht es auch darum, Stimmen zu erheben. Man muss auch was sagen zu gewissen globalen Themen, die uns wichtig sind. Und ich war komplett gerührt, weil das hat mich auch nach Burkina Faso projiziert. Ich war neulich da und ich habe gesehen, dass wie meine Umgebung auch sich verändert, so durch Waffen, durch Krieg, aber auch was man nennt Solastalgie, diese Machtlosigkeit, was man möchte was verändern, aber irgendwie gibt es eine obere Macht, die uns drückt. Deswegen war ich einfach wirklich mitgenommen von deinem Performance. Auch als schwarze Frau wirklich Hammer. Mag so weiter, wirklich. Ja. Schaffst du das auch kurz auf Englisch? Dann wäre ich sehr begeistert. Leider ist mein Englisch komplett begrenzt. Ja. In Burkina wird Französisch gesprochen. Ich kann das in Moré übersetzen. Oh je, dann wird es noch kompliziert. Okay, I try at least to say what he was saying. He was first of all impressed how you performed on stage, and he said he was meeting her backstage, and she was. Well, he thought she would be pretty shy, but then she came on stage and it was like Harry, Sue. So she just caught the whole stage here. And he said that as he knows from Africa, from his home, that there are many problems and it's so difficult for a person to stand up and to say something, to change something. So he's really happy about the female power that you brought on stage for your country. So a big round of applause, Riesenapplaus für Harry Sue. Du darfst auch gerne Platz nehmen bei den anderen Finalistinnen und Finalisten und du gern bei der Jury. Vielen Dank, Izzy. Wow, okay. Also ich habe die Songs ja vorher auch noch mal gehört, aber hier auf der Bühne das noch mal zu sehen mit dem ganzen Vibe ist noch mal was ganz anderes. Ich sehe in verzweifelte Gesichter hier in der Jury. Viel Spaß, denn ihr werdet jetzt die Gelegenheit bekommen, euch zurückzuziehen, euch Gedanken zu machen über den Gewinnersong oder wer für euch die stärkste Botschaft hat, was wirklich nicht leicht sein wird. So we just listened to all the songs and it's one thing to hear the song on a platform and it's another thing to see them perform and to see them talk about their songs and what they thought would be the message behind it. So now it's the time for our jury to discuss and to think about which song should be the winner song of tonight. Wir werden euch so eine knappe halbe Stunde geben, wenn das okay ist. Also wir machen alle eine Pause, ihr könnt euch gerne was zu trinken holen, ihr könnt ein bisschen Luft schnappen und wir sind dann wieder zurück mit einer kleinen musikalischen Überraschung. So we have a little break, 30 minutes more or less, take a breath, grab a drink or a snack and we'll be back with a surprise. So we'll meet in 30 minutes. Vielen Dank und bis gleich. Hallo zusammen, wir sind wieder da. Die Pause hat ein bisschen länger gedauert, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber ich glaube, ihr habt euch ganz gut unterhalten und vielleicht was Kleines gegessen und getrunken. So we're back. The jury needed a little more time. Das lässt uns daraus schließen, dass die Entscheidung sehr schwer fällt. Ihr seht, die Jury ist noch gar nicht da. Das heißt, es war wirklich schwer. Ihr habt es ihnen richtig schwer gemacht. Ich bin selber gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie entschieden haben. Das werden wir hier gleich zusammen erfahren. So the jury is not here. So it was a pretty tough decision. I don't even know what happened in their room. So I'm pretty excited what's going to happen now. Ich habe euch ja vorhin versprochen, dass es eine kleine musikalische Überraschung geben wird zum Start der großen Finalrunde hier. Und zwar ist es so, dass in den letzten Tagen und heute noch so Workshop-Programme stattgefunden haben, die eigentlich geplant waren für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, alle Gewinner und Gewinnerinnen des diesjährigen Song Contests. Aber wegen der Pandemie konnten natürlich nicht alle herkommen, vor allem die internationalen Gewinnertruppen hat es da besonders getroffen. Und deshalb haben wir gedacht, wir wollen sie trotzdem ehren, sie trotzdem mit einbeziehen in den heutigen Abend. Und wir haben einen Musikzusammenschnitt gemacht mit all den internationalen Gewinnertruppen und den möchten wir euch gerne zeigen. So due to the pandemic, many of the winners' songs or many of the participants couldn't be here, especially all of you from abroad, but we want to have a little tribute for you, a little surprise. So we made a video of all the international songs to say hello and to say we're glad that you took part this year.
Es hat vor allem auch die Lisa aus Südafrika ganz stark getroffen, denn ihr Song, der One World Song, war in den ursprünglichen Top 5. Sie hätte normalerweise bei euch gesessen, aber wegen Corona konnte sie nicht einreisen. Sie lebt in Südafrika. Deshalb a big shout out to you, Lisa, from South Africa. You know that you were on the top 5, but you couldn't be here due to the pandemic. We think of you, we send you lots of virtual hugs und jetzt viel Spaß mit dem Video-Zusammenschnitt. So have fun with the video clip. Let's go. Gib nicht auf, du wirst es ein Tages schaffen. Glaub, du wirst einen Weg finden. With all the struggle that you face in life, you know sometimes you feel like giving up. You wonder why you try so hard and nothing working out. Don't lose faith in yourself. Diferente, Colombia resistente. Señor presidente, están matando a nuestra gente. Turn the world into a place where we can still see the green. Sorry, more pain, for you, more pain for you, more pain for you. For fighting, why can't we come together, together, together? When we together, we got the power. When we together, we walk farther. Maybe if you take a look inside, just to find something greater, something brighter, and share it with the world. That's where you and me belong. Everybody love each other, sing together, dancing together, forever, forever. Sing together, dancing together. One world, one peace. Together we unite as one. One world, one peace. Together we unite as one. One world. We are one unity. We are one family. Let's share one love. Let's share the care. Even we come from Danke für euren Applaus für die internationalen Gewinnerinnen und Gewinner in diesem Jahr. Es waren so coole Songs dabei. Also von daher nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Thank you, merci, muchísimos saludos y muchísimas gracias por todos que participaron. Also von daher, mehr Sprachen kann ich nicht. Vielen Dank an alle Einsendungen. Ihr seid alle auf dem neuen Eine Welt Album drauf. So all the international winners will be on the new One World Album. Jetzt gibt es noch einen musikalischen Gruß. Und zwar hat das Duo Gorilla Funk einen Song geschrieben, und zwar speziell für den diesjährigen Eine Welt Song Contest. We have another surprise. We have the duo Gorilla Funk, who wrote a song especially for this year's song contest. The song is called More Colors. Also der Song ist genauso bunt wie all die Songs, die ihr eingereicht habt und die hier gewonnen haben. Hier ist das Video und der musikalische Gruß von Gorilla Funk zu dem Song Mehr Farbe. Yeah. Wie sieht das eigentlich aus? Heute Morgen ziemlich grau, heute Morgen. Worauf können wir noch bauen für einen Morgen? Jeden Tag schlechte Nachrichten aus anderen Ländern können einen Lähmen runterziehen, doch ich weiß, ich kann was verändern. Oh, wir machen blau, mal schwarz und sehen rot. Mal uns aus, dass keiner was tut. Meine Nächsten, das sei nicht genug. Ich zauber dir paar Möglichkeiten aus dem Hut. Zum Beispiel kein Fleisch jeden Tag. Lieber nicer Geschmack, Schnupperscheine gemacht, sondern noch weiter gedacht. Ein bisschen Überfluss teilen mit einem, der keinen mehr hat. Neuer Style und die Party geht ab. Mit ein bisschen mehr Farbe. Und die Welt da draußen wird schön. Gar keine
von dem und ein bisschen von dem. Ein bisschen mehr Farbe, Farbe, Farbe. Ich glaub, dann kann man besser verstehen. Sieh das genauso. Sag mir, siehst du's genauso wie ich? Ein bisschen mehr Farbe. Ein bisschen mehr Farbe, Farbe, Farbe. Sag mir, siehst du's genauso wie ich? Oh, viel zu tun, so viel zu tun auf unserem Planeten. Wir fliegen zum Mars, unsere Kinder verhungern gerade im Jemen. Ganz zu schweigen von Moria, kein Glanz und Gloria, was tun wir dagegen? Keine Luft mehr zum Atmen, wie lang wollen wir warten, wir stehen hier im Regen. Nutzen die Chance, denn wir sind privilegiert. Das Bewusstsein reicht uns zu legitimieren. Ein bisschen Mut und keine Angst, was zu verlieren, wenn sich die Umstände neu formieren. Unsere Zukunft, it matters whatever you do. Und jeder von uns kann was dazu tun. Sag mir, bist du dabei? Komm, wir bemalen unsere Welt neu. Mit ein bisschen mehr Farbe und die Welt da draußen wird schön. Gar keine Frage. Ha. Ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Ich glaub, da kann man besser verstehen. Sieh das genauso. Sag mir, siehst du's genauso wie ich? Eine Welt, unsere Welt. Mach sie bunt. Let's go. Mehr Farbe, mehr Style. Mehr Farbe, mehr Style. Everybody, mehr Farbe, mehr Style. Mehr Farbe, mehr Style. One more time. Mehr Farbe, mehr Style. Komm, sag mir, bist du dabei? Ein bisschen mehr Farbe und die Welt da draußen wird schön. Ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Farbe, 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 Farbe. Sieh das genauso. Sag mir, siehst du's genauso wie ich? Mit ein bisschen mehr Farbe. Wow, 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 wow. Gar keine Frage. Yeah, 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 yeah. Farbe, Farbe, Farbe. Ich glaub, da kann man besser verstehen. Sieh das genauso. Sag mir, siehst du's genauso wie ich? Song und auch wie passend zu dem diesjährigen Song Contest. Und vielleicht kennen ihn einige von euch oder haben ihn heute Abend hier schon gesehen. Einer der beiden von Gorilla Funk ist nämlich heute hier. Er ist als Pate in diesem Jahr dabei und schon zum zweiten Mal als Coach. Und deshalb freue ich mich, dass er kurz zu mir auf die Bühne kommt. Albert. Hi. Dein Applaus. Dankeschön. Thank you. Good evening. Es macht so Spaß, dieser Song macht wirklich so Spaß. Wir haben auch da gestanden und haben ein bisschen mitgetanzt. Wie seid ihr auf die tolle Idee gekommen? Ja, wir wussten ehrlich gesagt erstmal nicht, ob der Song Contest nochmal stattfinden wird, wegen der aktuellen Situation, wie alle auch wissen. Und wir dachten uns, wir sind jetzt schon so lange mit dem Song Contest irgendwie in Zusammenarbeit und da wollten wir einen Impuls setzen. Das heißt, dass die jungen Menschen da draußen wissen, dass trotzdem ihre Message noch wichtig ist und auch gebraucht wird. Und da haben wir den Song geschrieben. So we actually had the idea to make an impulse so that young people, even during this pandemic situation, still know that their opinion about what can be better in this world is still needed. And so it was just, we were trying to push so that other young people could receive our message to join this song contest. It's basically, that's how the song was written. Yes, vielen Dank. Du bist ja schon länger beim Song Contest dabei und jedes Mal sagen wir, boah, das war so toll, es kann eigentlich nicht besser werden. Da kommt das nächste Mal und es sind wieder so starke Songs dabei. Was beeindruckt dich denn an der Arbeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Ich finde die persönliche Entwicklung, auch als Coach natürlich auch, die persönliche Entwicklung zu sehen, wie aus zum Teil schüchternen jungen Menschen plötzlich total selbstbewusste junge Erwachsene irgendwie auf der Bühne stehen, die eine wichtige Message haben, die wirklich was Wichtiges zum Teilen haben und vor allen Dingen auch aus der Perspektive von jungen Menschen, die vielleicht auch oft im
gesellschaftlichen Diskurs, in Politik vielleicht nicht ganz so gehört werden und natürlich mit Songs, mit Musik noch einen großen Impact haben können. Voll. So basically, I'm very impressed by, let's say, evolution of maybe sometimes young, shy people to really powerful individuals on the stage, and that they share their message, which sometimes in society might not be considered. So it's a very, honorable work also for me, and to be part of it, I'm very glad and thankful for being here. Ja, wir sind froh, dass du mit dabei bist. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn jetzt junge Leute da sind oder auch zu Hause, die gerade zuschauen und sagen, hey, ich habe auch so viele Gedanken, die ich mir mache zu dem Thema Eine Welt, aber ich weiß nicht, wie ich das alles in Musik packen soll. Welchen Tipp könntest du ihnen geben? Es gibt diesen schönen Nike-Spruch, just do it. So, if you're at home and watching this broadcast, or if you're here in the crowd sitting and you have an idea that you have something to tell to the world that is important, it's your very personal and own view on things, just do it. Find some friends, record some music, maybe on a recording deck or your cell phone or something like that. Just do it and send this song. Thanks. Okay, das werden wir uns merken. Also euer Song Mehr Farbe wird auch auf dem YouTube-Channel vom Song Contest zu sehen sein. Also da könnt ihr ihn immer gerne wieder hören und gute Laune zu euch nach Hause bringen. Vielen, vielen Dank, Albert. Thank you. Dankeschön. Mit an Johnny. Good evening. What I was saying in the end was that you can watch the video clip of that song, Mehr Farbe, More Colors, on our YouTube channel from the Song Contest. So you can watch and listen to it over and over again. And now it's time. Teile der Jury sind auf jeden Fall schon wieder zurück. Jetzt geht's los. You made your decision. Und ich glaube, ihr habt lange und hart diskutiert. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie habt ihr euch entschieden? Wie sieht's aus mit den ersten 3 Plätzen? Wer hat sie belegt? Und wir brauchen natürlich auch noch jemanden, der die Preise übergibt, um die es heute Abend geht. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Claudia Funke-Mandelli heute hier ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Applaus für Dr. Frau Claudia Funke-Mandelli. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist ein großes Erlebnis, dieser Abend heute hier. Was sagen Sie denn zu den Top 5? Es ist schon so viel gesagt worden und alles war richtig. Und ich kann das so richtig nachfühlen, auch was die Juroren gesagt haben, was eben gesagt wurde. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ich bin so begeistert und berührt, ehrlich gesagt, von den Texten, von der Musikalität, von der Umsetzung, von was Jugendliche und auch ganz junge Kinder aus sich herausbringen. Und also ich bin völlig begeistert und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Abend hierbei sein kann. Es lohnt sich mitzumachen, weil es geht jedem so, der hier mit dabei ist und der das erleben darf. Das ist richtig ansteckend. Ja, man kommt auch immer gerne wieder. Ja. So, jetzt ist es soweit. Ihr wollt es wissen, nehme ich an. Wir wollen es hier alle wissen und wir kommen zu dem ersten Teil der Entscheidung. Eine Sache muss ich wirklich noch vorab sagen, es sind an die 600 Beiträge eingereicht worden. Das heißt, ihr Top 5 seid alle schon der absolute Knaller. Ihr seid die besten 5, also die mit der stärksten Message. Von daher schon mal gewonnen. Ihr seid alle mega hier. Nochmal einen riesengroßen Applaus für unsere Top 5 heute Abend. Almost 600 songs were sent in for this song contest, so I was actually just telling them that they're already awesome to be at the last 5, but now we start. Ich brauche von der Jury einen Stellvertreter und das ist Klaus Schilling, denn er wird uns jetzt mitteilen, wer zu den Top 3 gehört. Also lieber Klaus, komm gerne zu uns. Hallo Klaus. Hallo. Du bist gefürchtet, aber man freut sich auch auf dich. Wir legen nämlich langsam los, kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt hören, wer sind die Top 3. Damit wissen wir automatisch, wer Top 4 und 5 ist, was auch ein super Platz ist. Die werden von uns auch geehrt und bekommen auch was Schönes. Von daher, Klaus, the stage is yours. Danke, Jazz, danke euch allen. Wir können als Jury sagen, es kann man nicht anders sagen, es sind alles tolle Gewinnersongs. Wir hatten es schwer. Und ich nenne die 3 in alphabetischer Reihenfolge. Okay. Hat also nichts mit dem Ranking zu tun? Hat nichts mit dem Ranking zu tun, aber wir sehen Ben B., Karisu,
und Malaika. Herzlichen Glückwunsch! Okay, so he was already telling us who's the top three. It's not the ranking of first, second, or third. It's just the top three, and it's Bambi, Harisu, and Malaika Wainwright. Okay, aber wir wollen natürlich, alle Ehren haben wir gesagt, deshalb auch die Plätze 4 und 5, die auch keine Reihenfolge haben, bitten wir jetzt zu uns auf die Bühne zu kommen. Definitiv. Wir freuen uns sehr, dass Emily und Lone und Anna Pilar zu uns kommen. Bitte, kommt auf die Bühne. Erstmal nur Emily, Lou und Lone und Anna zu uns, genau. Ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mehr, ne? Danke, dass ihr da seid. Danke, danke, danke. Applaus! Stellt euch hier zu uns. Ihr habt mit euren Songs für Klima, für Geflüchtete, für eine bessere Welt uns alle begeistert. Ihr wart super stark, ihr wart richtige Heldinnen und wir waren begeistert. Das müssen wir so sagen. Wir haben es total gefeiert. Wir waren in der Jury am Reden, am Schauen, am Hören, am Nachdenken. Und wir wussten, eure Songs sind stark, die werden gebraucht, die müssen auf dem Album sein für eine Welt mit einem Zuhause und für eine Welt, die sich gegen den Klimawandel stellt. Insofern danke für eure starken Songs. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben für euch auch noch ein kleines Geschenk, eine kleine Erinnerung. Also ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich war total begeistert und ich hoffe, dass ihr noch oft an unserem Song Contest teilnehmen könnt, denn einmal ist ja kein Mal und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit den paar Mitbringseln, die wir hier aus dem BMZ für euch genommen haben. Ach, ich glaube, das war für dich, Entschuldigung, und das war für die beiden. Hier werden noch die Geschenke verteilt, wir werden nachher auf jeden Fall noch Also. alle zusammen viele Fotos machen und noch Ja, Zeit haben, miteinander zu ganz quatschen. herzlichen Dank. Ich hoffe, ich sehe euch noch mal wieder. Riesengroßen Applaus für Emmy, Lou, Lone und Anna Pilar. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Vielen Dank, Klaus. Danke, Jess. So, wir machen jetzt weiter und zwar mit den Top 3. Das wird jetzt nochmal extrem spannend werden. Wir wissen, wer sie sind, aber wer ist auf dem dritten, wer ist auf dem zweiten, wer ist auf dem ersten Platz? Und dazu bitte ich Polina zu mir auf die Bühne. Polina. Hallo. Jetzt geht's rund. So ist es. Du lachst aber noch, das ist gut. Ja, es ist ja auch schön. Es waren total- ja unglaublich tolle Songs. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, Ja. hier zu sein und das zu hören, was diese jungen, talentierten Menschen zu sagen haben. Also, ja, klar will man gewinnen, aber mein Gott, das ist auch einfach toll, was die auf die Bühne gebracht haben. Mitmachen ist schon mal cool, dass der Song Mega. aufs Album kommt, ist noch besser. Top 5 ist unschlagbar und jetzt geht es echt nur noch um so eine Reihenfolge und um ein bisschen Geld. Du wirst uns jetzt aber sagen, wer den dritten Platz zuerst gemacht hat. So we will start with the third place right now. Der dritte Platz geht an Malaika Wainwright. Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Hallo, liebe Malaika. Herzlichen Glückwunsch. Leider nicht klatschen. Herzlichen Glückwunsch, Malaika, der dritte Platz. Du bekommst 1.000 €. Mach unbedingt weiter und die Jury hat ja auch noch was zu deinem Song zu sagen. Genau. So, we have the third place. It's Malaika with her song. She won a cash prize, 1.000 €, and now the jury statement. Vielen, vielen Dank für deinen Song. Also zum einen musikalisch, ich soll auch noch mal von den anderen Juroren ausrichten, deine Stimme, die Melodie, diese Atmosphäre, die du heute hier geschaffen hast, die schafft Optimismus. Du hast uns
zum Träumen gebracht, dass diese Welt sich ändern kann, dass sie besser werden kann. Und das ist genau die Message, die wir brauchen, die nach draußen gehen muss. Und das hast du so toll verpackt, dass du, glaube ich, uns alle hier heute berührt hast. Ganz, ganz lieben Dank für dieses wundervolle Lied und herzlichen Glückwunsch. Malaika, herzlichen Glückwunsch von mir. Lass dich feiern, Malaika. Sehr gut gemacht. So the jury just said that she makes us dream and we are allowed to dream and that's what we should do. So big round of applause. Malaika! Danke dir. Oh, wow. Okay. So, jetzt wird spannend. Ich sehe da vorne schon die Jungs am Daumen drücken und am Feiern und hier vorne die Crew von Harry Sue auch am Start. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Wer hat den zweiten, wer hat den ersten Platz gemacht? So now we're all excited. Who won a second? But we start with the first one. Also, wir werden euch jetzt sagen, wer der Gewinner ist, okay? Jetzt kommen wir zum ersten Platz. So we will now tell you who won this song contest of tonight. Genau. Ich habe hier den goldenen Umschlag. Oh wei. Da steht es schon drauf. Der Gewinner des Eine Welt Song Contests 2021 ist eine Gewinnerin. Es ist Harry Sue. Mit der Entscheidung. Ein unfassbarer erster Platz. Harry Sue, du hast uns mit den Socken gehauen. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Fans. Frauenpower am Start. Und du bekommst den allerersten Preis, der gleichzeitig bedeutet, dass du ein professionelles Musikvideo bekommst mit allem Drum und Dran. Und jetzt hat Polina noch was stellvertretend für die Jury zu sagen. Ich mach's kurz, aber du hast es auch gemerkt. Du hast uns aus den Sesseln gehoben heute. Du hast uns bewegt. Deine Power, deine Story, deine Message, all das ist das, was für uns die Hymne ausmacht. Die Hymne dieses Eine Welt Song Contests dieses Jahres. Du hast unfassbar... Oh, jetzt bin ich leider weg. Jetzt bin ich. Es war unglaublich. Vielen, vielen, vielen Dank und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von der gesamten Jury. Also, vielen Dank nochmal. Ich habe nie erwartet, dass ich den ersten Preis bekommen würde. Also ich danke Ihnen, alle Jurys und so. Ja. Ja. Du bist so bescheiden, du hast es so sehr verdient. Harry Sue, unsere Gewinnerin! Aber es gibt einen ganz, ganz wichtigen jungen Mann, den wir hier jetzt nicht unterschlagen wollen, denn er hat einen fantastischen zweiten Platz gemacht und zeigt, was wirklich Durchhaltevermögen hier bedeutet. Deshalb ein riesen Applaus für den besten zweiten, Ben Way! Herzlichen Glückwunsch, Ben. Der zweite Preis, du bekommst 2.000 € zusätzlich. Damit kannst du, glaube ich, was anfangen. Es lohnt sich durchzuhalten, mein Lieber. Und die Jury hat nicht umsonst so lange gebraucht, weil sie lange diskutiert haben. Und Polina, du weißt es am besten. So ist es. Diskutieren mussten wir, weil wir euch wirklich alle unfassbar toll fanden. Was für uns aber dein Song zum zweiten Platz gemacht hat, ist wirklich dieser Text, den du da geschrieben hast, der in jeder Zeile ein Wachrütteln ist, eine Kritik, aber auch so viel positive Stimmung, so viel Veränderungswille. Und genau das haben wir gesehen und gehört, kombiniert natürlich mit toller Melodie, mit wunderbarem Gesang auch. Für uns ein absolut verdienter zweiter Platz. Vielen Dank dafür. So
we have an amazing second place. It's Ben B with his song. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Mach nochmal mit, Ben. Wir würden uns total freuen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Lust, den Gewinnersong nochmal hier zu hören auf der Bühne, oder? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Lust? Hadi Su, hättest du auch nochmal Lust, deinen Song zu performen? Okay, Ben, du kannst gerne wieder Platz nehmen. Paulina, du kannst auch gerne nochmal zur Jury gehen. Wir räumen die Bühne frei für Hadi Su. Qui se lèvera heißt der Song und das ist genau das, was wir alle tun sollten. Aufstehen und was bewegen. So now it's time for the winner song again here on stage. So have fun and a big round of applause for Hadi Su. Möchte vielleicht die 5 Finalisten auch zu mir oben kommen? Also Anna, Emilou, Lohn, Ben. Ja. Dankeschön. Ja, dann legen wir los. Je me rappelle étant enfant, apprécier le sang du vent, respirer à plein poumon, je me sentais tellement vivant. J'admirais toutes ces beautés près de moi qui m'entouraient. Je me laissais emporter par la mélodie de la forêt. Ces êtres vivants qui y vivaient avaient besoin d'être protégés. Tous ces oiseaux, les petites tortues, les lémuriens et les zébus, partout dans le monde ils sont connus, yeah. À présent ils sont tués, ils sont chassés, menacés, enfermés, envoyés à l'étranger, yeah. À l'étranger, yeah. Et qui s'élèvera pour brosser la voie et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Tous ces braconniers, les personnes au placé, qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Yeah. Non, attends, j'ai pas fini. Mais sur les terres de mon pays, de beaux trésors, ils sont enfouis, des bois précieux, ils sont aussi des pierres précieuses, des minéraux, des saphirs et des cristaux, yeah. Toutes ces richesses sont exploitées pour encore plus de blé. Nos belles forêts disparaissent, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, yeah. Et qui s'élèvera pour brosser la voie et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Tous ces braconniers, les personnes placées, qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Qui se lèvera pour hausser la voix et mettre fin à tous ces dégâts. Montrer au monde entier la triste vérité, tout ce qui se trame derrière vos papiers. Ces braconniers, les personnes placées, qui derrière se font du blé. Qui oseront enfin les arrêter, yeah. Das ganze Publikum steht, schöner kann es gar nicht enden, mit einer strahlenden Gewinnerin, Hadi Su und all unseren Top 5. Deshalb nochmal einen großen Applaus für alle unsere Top 5 Finalistinnen und Finalisten. Kommt gerne etwas nach vorne. Kommt gerne nach vorne. Alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen. Das neue Eine Welt-Album wird im Frühjahr erhältlich sein. Da sind alle 23 Gewinnersongs drauf, also es lohnt sich unbedingt.
Die ganze Show heute Abend wurde auch aufgezeichnet, das heißt, ihr könnt die gerne nochmal gucken auf der Seite eineweltsong.de, da gibt es dann auch englische Untertitel. So the whole show was recorded, you can watch it all over again, even with English subtitles. The new album will be released in spring with all the 23 winner songs. Und jetzt noch ein allerletztes Mal einen großen, großen Applaus und vielen Dank fürs Dabeisein für unsere Finalistinnen und Finalisten. Harry Sue ist die diesjährige Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Das war der Eine Welt Song Contest für dieses Mal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Goodbye. Take care. See you next time. Bye, bye. Mm-hmm.